Bereits im Januar hat das Kugelbahnsystem Gravitrax Micro auf der Nürnberger Spielmesse für sehr viel Aufsehen gesorgt. Seitdem bekommen wir von der Community haufenweise Fragen, die wir heute alle zusammen mit Amelie, der Projektmanagerin aus dem Gravitrax-Team, beantworten werden. Bleibt also unbedingt dran, denn wir haben am Ende des Videos noch ein ganz tolles Gewinnspiel für euch. Jetzt gibt es aber erstmal alles Wissenswerte, kurz und knapp, zur Kugelbahnrevolution im Taschenformat. Gravitrax Micro bringt den Kugelbahnspaß auf ein völlig neues Niveau. Dank seines kompakten, modularen Systems entstehen beeindruckende Strecken selbst auf kleinstem Raum. Portabel, flexibel und überall einsatzbereit verbindet Gravitrax Micro kreatives Bauen mit faszinierender Physik. Präzise Bauteile und innovative Verbindungen ermöglichen unzählige Strecken und immer neue Ideen. Ob unterwegs oder daheim, Gravitrax Micro macht jede Umgebung zur Baufläche. Ab September 2026 beginnt die nächste Generation des Kugelbahnbauens. Bist du dabei? Und bei Gravitrax Micro eben perfekt für draußen sind wir passenderweise heute in der Natur. Und ich habe die Amelie bei mir, die uns heute alle Fragen beantworten wird. Hi, freut mich. Amelie, bevor ihr ein neues Produkt entwickelt, braucht es ja immer irgendwie eine Idee und auch Kundenbedarf. Wie ist denn Micro da entstanden? Micro ist schon lange in unseren Köpfen gewesen und wir haben uns natürlich überlegt, Gravitrax an und für sich ist eigentlich so groß, man kann es nicht gut mitnehmen und deshalb war die Idee schon relativ bald da, mal ein kleines Gravitrax zu machen, das man gut mitnehmen kann, auf Reisen mitnehmen kann oder mal zu Familienfeiern mitnehmen kann und quasi so ein portables System einfach entwickeln. Jetzt haben wir ja gerade eben den Trailer gesehen. Und was macht denn Micro so besonders? Micro machen die Klemmbausteine besonders, die wir im Gegensatz zum normalen Gravitrax hier benutzen. Das heißt, wir haben ein sehr kompaktes, ein sehr stabiles System, das man aufeinander bauen kann und so quasi die Bahn auch sehr stabil bleibt und man sie so dann eben auch mitnehmen kann. Jetzt wissen wir, dass Gravitrax Micro und auch alles, was bisher bei Gravitrax rauskommt, immer ein langer Prozess vorne dran hatte. Wie war das denn bei Gravitrax Micro? Gravitrax Micro ist schon sehr lang in Entwicklung bzw. in Ideenschubladen und man hat es immer mal wieder rausgezogen. Ich würde sagen, seit 2021 ist die Idee überhaupt schon da und seither entwickeln wir quasi auch die Steine, vor allem die Klemmbausteine, dieses kompakte System, wie das funktionieren kann. Ja, und jetzt habt ihr es geschafft, es ist komplett fertig und ich würde sagen, viele haben uns schon mal gefragt, okay, wie funktioniert es denn? Das würde ich vorschlagen, wir probieren es jetzt gleich mal aus, dass du uns vielleicht mal am Anfang einfach mal alle Teile zeigst, die wir da drin haben. Genau, ich habe hier mal unsere 28 Teile einfach ausgebreitet, um zu zeigen, was es alles so gibt. Es gibt standardmäßig wie bei Gravitrax auch eben Trackbausteine, wir haben Kurven, wir haben Geraden, wir haben Kurven, die geslaubt sind, das heißt, die gehen nach oben und habe so meine Steigung mit drin. Ich habe enge Kurven, ich habe ein 2 in 1, ich habe ein Crossing, so wie eben im normalen Gravitrax-System auch. Was es besonders macht, wir haben eben Tunnelsteine auch, das heißt, ich habe hier Klemmbausteine, wo aber auch die Kugel durchfahren kann und das nicht nur als normaler Tunnel, sondern auch quasi als Drop. Das heißt, meine Kugel fährt oben rein und kommt zur Seite wieder raus. Dann gibt es die ganzen Tunnel eben auch noch in groß. Das heißt, hier habe ich einfach auch eine Steigung bzw. eine Neigung hier mit drin. Ich fahre oben rein und komme unten wieder raus. Und dann gibt es noch 2 sehr spezielle Tunnelsteine, wo ich oben reinfahren kann und zur Seite rauskomme. Und gleichzeitig im gleichen Stein aber auch zur Seite reinfahren kann und unten rauskommen. Das heißt, ich kann mit meiner Kugel auch zweimal durchfahren. Doppelt sozusagen. Doppelt. Und das habe ich hier auch noch, nur dass ich hier quasi einfach zweimal eine Kurve drin habe. Ich habe auf der oberen Ebene eine Kurve drin und auf der unteren Ebene eben auch. Das heißt, auch hier kann ich zweimal durch den Stein durchfahren. Dann gibt es noch den kleinen Starter, der ist in den kleinsten Sets mit drin, im 63-Piece-Set mit drin. Da kann ich eine Kugel starten. In den größeren Sets haben wir dann den großen Starter mit drin. Hier kann ich bis zu 5 Kugeln reinladen und kann die quasi dann mit einem Push starten und kann da sehr viel Dynamik reinbringen, wenn ich sehr viele Kugeln nacheinander starten kann. Und dann habe ich noch diverse andere Special-Steine ein bisschen mit drin. Wir haben ein großes Spiralelement auf beide Richtungen. Es gibt einen großen Funnel, wo ein großer Wirbel einfach, wo viele Kugeln gleichzeitig laufen können.
es gibt einen Switch-Stein, eine Weiche, wo ich oben reinfahren kann und dann einmal nach rechts und einmal nach links rausfahren kann. Oder auch ein Randomizer, ein Zufallsstein, wo meine Kugel in 3 unterschiedliche Richtungen zufallsmäßig quasi rausfahren kann. Und dann quasi das Herz des Systems, hier meine Klemmbausteine, die ich dann eben aufeinander klemmern kann und mit einer großen Baseplate, auf der ich dann meine Bahn bauen kann. Und genau, das sind die 28 Teile, die das ganze System ausmachen. Du hattest gerade eben so Spezialsteine bzw. den Randomizer und auch die Weiche erwähnt. Kann man so ein bisschen das vergleichen wie mit so den Elements, die wir von Gravitrax kennen? Man kann es so vergleichen. Es ist natürlich nicht so, dass wir so viel Platz haben, um so einen großen Actionstein zu machen wie im Gravitrax-System. Aber es gibt eben diese Special-Elemente, wie wir sie nennen, die in den größeren Sets dann auch mit drin sind, wo einfach so ein bisschen mehr Lebendigkeit, ein bisschen mehr Action mit reinbringt in das Spiel und in das System und in die Sets. Okay, ja, dann wäre ich jetzt mal ganz aufgeregt. Wollen wir es mal ausprobieren? Soll ich mal probieren, Sehr damit gerne. zu bauen? Ja, voll gern. Ich schiebe das ein bisschen zur Oder, Seite. ja, ich kann es auch einfach... Ja, du kannst auch das oder hier, nehmen. Ja, machen wir es mit dem, okay. Du möchtest. Also dann habe ich hier meine Packung. Genau. Bauen wir das mal so hier hin. Hier sind vermutlich dann die Kugeln drin. Genau, das sind die Kugeln drin. Okay, und dann versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen drauf loszumachen. Du hast ja schon gesagt, am Anfang vielleicht ein bisschen die harten Sachen. Und wenn du irgendwelche Profi-Tipps für mich hast, dann gerne raus damit. Also ich fange immer gern an, dass ich das Ziel erst lege und dann meine Bahn anfange zu bauen. Aber das ist tatsächlich jedem selbst überlassen. Man kann natürlich auch gerne erst eine Konstruktion bauen und dann versuchen runterzukommen. Dadurch, dass wir bei Micro es so haben, dass ich Stein für Stein quasi anbaue, ein bisschen wie im Junior-System, dass ich quasi einfach Trackstein an Trackstein baue, macht es für mich immer mehr Sinn, mit dem Ziel anzufangen und sich so quasi einen Weg oder das Labyrinth oder wie auch immer man es nennen möchte, dann zu legen, um dann quasi los. Also dann zu eher bauen. von unten nach oben bauen, damit Genau. ich dann auch leichter rankomme. Genau. Okay, ja, dann würde ich das einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und das ist ja so, ihr testet ja auch die Produkte so ein bisschen davor und habt Testpersonen. Was kam da so an Feedback bei Micro? Genau, wir haben mit vielen Personen getestet, von jung bis alt, und bei den Kindern vor allem war es sehr auffällig zu sehen, die haben angefangen, sehr einfache Bahnen zu bauen, weil das System natürlich schon ein bisschen komplex ist. Ich habe ein Hexagon, das ist nicht so einfach aufeinander zu stecken. Man muss erst so ein bisschen raustüfteln, wie das wirklich funktioniert. Und dann hat man gemerkt, okay, die haben erstmal ganz einfache Bahnen gebaut, vielleicht erstmal eine komplett lange Gerade, und um erst mal auszuprobieren, okay, wie rollt meine Kugel denn? Und dann wurde es immer komplexer und komplexer und man hat quasi einfach gesehen, wie die Kids sich da so ein bisschen gesteigert haben und die Bahnen, die sie gebaut haben, auch einfach ein bisschen anspruchsvoller wurden. Also kommt man quasi eigentlich schnell rein, so von der Erfahrung, was ihr so gesehen habt. Ne? Wenn man anfängt zu bauen, ist das am Anfang, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, ein bisschen eine Herausforderung, aber ich würde sagen, man kommt relativ schnell rein, wie das ganze System funktioniert, und kann dann auch relativ schnell große und komplexe Bahnen bauen. Okay, wenn ich jetzt hier mal so nach oben bauen würde, würdest du sagen, das würde mir irgendwann zu steil werden? Kann die Kugel da rausfliegen quasi? Oder Man muss auf was natürlich, muss ich achten? man muss ein bisschen darauf achten, wie bei Gravitrax aber auch, dass man nicht zu steil wird und zwischendurch einfach die Bahn quasi ausprobiert, um dann quasi zu testen, bleibt meine Kugel in der Bahn oder nicht. Und wenn es natürlich nicht in der Bahn bleibt, muss ich meine Bahn so umbauen, dass es auch funktioniert. Jetzt habe ich hier gerade noch so eine Anleitung gesehen. Oder ist es eine Anleitung oder was ist da so ungefähr drin? Es ist nicht wirklich eine Anleitung, es ist ein Quick Start Guide. Da sind kleine Erklärungen drin, dass ich 2 Steine noch davor zusammenbauen muss, bevor ich starten kann. Und dann haben wir aber auch einen QR-Code drin, wo ich dann auf Anleitungsvideos komme. Ah, okay, das ist cool. Ja. Genau, wo wir dann unsere Anleitungen drauf haben für die unterschiedlichen Setgrößen, und man kann anhand der Videos dann quasi Tracks nachbauen. Und wir geben natürlich auch viele Inspirationen, was man so alles bauen kann. Genau, und freuen uns aber auch auf viele weitere Ideen, die dann so kommen. Ich klaue mir mal hier kurz einen von den Steinen, den Zielstein. Und dann probiere ich das mal, ob ich jetzt das alles richtig verstanden habe, und klaue mir mal noch hier den Starter. Und dann wäre es quasi, ich lege die Kugel hier rein, richtig? Ja. Und jetzt drücke ich Dann das runter. drückst Ist natürlich, jetzt habe ich es hier zu steil gebaut.
Dann Ja, probiere ich das beziehungsweise du müsstest hier wahrscheinlich noch eine Steigung mit reinnehmen, weil du eins zu niedrig bist. Das heißt, wir nehmen das raus. Ich habe so eine, meinst du, vermutlich? Perfekt. Okay, dann machen wir die drauf und jetzt könnte das funktionieren. Wir probieren es einmal aus. Ich baue das hier mal ab, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Das ist natürlich jetzt eine stark vereinfachte Bahn und das funktioniert perfekt. Würdest du denn sagen, man braucht viel Vorkenntnis oder was ist so, welchen Spielertyp sucht ihr so? Für wen ist das gedacht? Wir sprechen Menschen an ab 8 Jahren und ich würde sagen, einfach Menschen, die gerne tüfteln, die gerne bauen und die einfach Spaß haben, Dinge zusammenzubauen und quasi sich so in die Welt einzutauchen und in den Flow zu kommen. Ja, Tüfteln ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wie viel Tüftelspaß macht denn Gravitex Micro? Ich würde sagen, sehr, sehr viel. Also wenn man gerne tüftelt und gerne baut, dann kann man sich wirklich da drin verlieren und mit sehr vielen Steinen sehr unterschiedliche Bahnen bauen und das ganz unterschiedliche Dinge ausprobieren. Jetzt haben wir hier, sagen wir mal, eine sehr einfache Bahn auf die Schnelle kurz gebaut. Wie würde das Ganze denn aussehen, wenn man das Ganze ein bisschen ausatmet, ein bisschen kreativer als ich jetzt vielleicht hier baut? Ich habe ein paar Bahnen mitgebracht, die würde ich dann gerne zeigen. Ich würde einfach mal schieb mal das einfach zwischendurch rüber. Ich gebe dir hier noch die 2 fehlenden Steine wieder zurück. Dass mein Set wieder komplett Genau, ist. und dann mache ich das kurz hier rein. Wunderbar. Genau. Ich habe hier mal eine Bahn mitgebracht, die man aus einem kleinen Set aus 63 Pieces eben bauen kann. Wie man sieht, man kann schon sich gut da drin verlieren und kann schon längere Bahnen bauen. Schon ein gutes Stück komplexer als das, was ich gebaut habe. Ich hole mal noch mal eine Kugel und kann dann einmal meine Bahn auch laufen lassen. Wie man sehen kann, man kann eben auch auf der Box bauen. Da habe ich dann auch gleich noch ein anderes Beispiel dabei, aber wir lassen mal die Kugel erst laufen. Okay, das hat super funktioniert, genau, wollen wir so einmal wir können noch mal durchlaufen. Einmal so rumlaufen lassen. Das war sehr cool. Okay, also dann sieht man schon, man kann das Ganze dann oben drauf bauen, kann dann einfach den Deckel abnehmen, die Sachen wieder unten reinmachen, die ich nicht gebraucht habe. Genau. Das ist sehr praktisch, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Arten, die Box zu verwenden und mit der zu bauen. Ich habe jetzt hier mal was ganz Kleines mitgebracht. Man kann natürlich auch in der Box bauen und quasi sich ein kleines Labyrinth hier drin aufbauen. Ich habe das jetzt mal ganz einfach hier gemacht, eine Endlosbahn quasi und kann dann hier aber auch wie ein kleines Labyrinth quasi das nutzen und so die Bahn oder die Kugel da drin laufen lassen. Ja, das ist eine richtig coole Idee. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass man das auch so machen kann. Okay. Genau, dann habe ich hier quasi einfach wie eine kleine Vitrine. Und das eignet sich natürlich auch hervorragend, wenn ich jetzt irgendwie eine Bahn anfange zu bauen und es dann aber mitnehmen möchte. Dann kann ich natürlich auch einfach meinen Deckel quasi oben drauf machen, beziehungsweise meine transparente Box und kann es dann so mitnehmen und muss nicht nochmal von neuem starten. Wenn ich jetzt mit Micro anfange und jetzt gerne wissen möchte, was ist denn in welchem Set drin, kann ich das irgendwie herausfinden, welche Teile in welchem drin sind? Genau, in den Boxen haben wir ja dieses kleine Leaflet, das wir gerade vorhin schon gesehen haben. Ich zeige es nochmal. Da haben wir nicht nur diesen QR-Code drin, wo man dann die Anleitungen findet, sondern auch die Übersicht, was ist in dem Set alles drin. Das heißt, hier habe ich kurz meinen Start Guide und dann gibt es hier quasi die Teileübersicht, was wir so alles in diesem Set drin haben. Okay, das ist ja praktisch. Wir haben auch zahlreiche Community-Fragen bekommen und eine darunter war, ob das Ganze denn mit 8 Plus kompatibel ist, sprich, gibt es da einen Adapter, damit ich das vielleicht miteinander verbinden könnte? Micro ist an und für sich ein geschlossenes System, das heißt, es gibt keinen Adapter, aber wir sind sehr gespannt, ob nicht die Community quasi eine Lösung findet oder einen Weg findet, wie man das normale Gravitrex und Gravitrex Micro miteinander verbinden kann. Amelie, die somit meistgestellteste Frage, die wir bekommen haben, ist, wie groß ist denn Micro vielleicht im Vergleich zum Gravitrex, was wir schon kennen? Ich habe mal ein paar Teile aus Gravitrex mitgebracht, um so ein bisschen Größenverhältnis zu zeigen. Nehme ich das mal kurz mit hier rüber. Achso, Genau, wir haben hier jetzt eine normale Kurve und die Gaußkanone. Und wenn man das hier quasi vergleicht, sieht man, so klein ist es. Man kann so ungefähr sagen, beziehungsweise nicht ungefähr, sondern man kann eigentlich sagen, 7 Steine passen auf einen Gravitrex.
Ah, das ist sogar, das genau, ja, das passt genau. Genau. Kann man quasi, ja, Also doch. ich habe 7 Micro-Steine passen auf einen großen Gravitrax-Stein. Genau. Und wenn ich mir das mal so angucke, also wenn man das ein bisschen vergleicht, also ich ziehe hier nochmal das Micro ein bisschen ran und schiebe das mal zur Seite. Wenn man hier die Kugel durchlaufen lässt, wir sind hier in der Natur, also wir haben hier keinen Tisch, der perfekt im Wasser ist und trotzdem läuft das super zuverlässig durch, obwohl es eben leicht schief ist. Also es ist nicht nur gut für draußen, sondern auch wirklich zum Mitnehmen, auch wenn man mal nicht unter perfekten Bedingungen das bauen kann. Ja? Ja, Also genau. wirklich, wirklich klasse gemacht. Wenn die Leute jetzt fragen, wann kommt es denn in den Laden, was würdest du da sagen? Im September, ab September 2026 ist es im Handel und ab da kann man es kaufen. Welche Sets wird es dann geben? Also welche Größe haben die und was würden die dann kosten? Ich habe alle Sets mal mitgebracht. Dann mach ich das haben mal kurz zur Seite. Einmal die kleinsten Sets. 63 Teile haben wir hier drin. Das gibt es in 3 unterschiedlichen Farbvarianten. Wir haben einmal Gravy Green, die klassische Variante, einmal Ocean Blue und einmal Candy Orange. Da liegen wir bei 19,99 €. Dann haben wir eine Größe größer, da haben wir 128 Pieces. Da liegen wir bei 39,99 €. Und dann gibt es noch das ganz große Set für die Ultra-Geeks oder die wirklich die ganz großen Bahnen bauen wollen. Da haben wir 270 Teile und da liegen wir bei 79,99 €. Okay, sehr cool. Ja, Amelie, dann hast du tatsächlich alle Fragen beantwortet, die unsere Community hatte. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo auf das Video da. Und wir haben vorhin gesagt, wir haben noch ein Gewinnspiel für euch. Und wir wollen von euch wissen, wie viele Teile hatte denn Amelie vorhin, als wir das grüne Set hier auf dem Tisch hatten und sie uns die einzelnen Teile vorgestellt hat. Wie viele Teile hatten wir da auf dem Tisch? Schreibt es uns unten in die Kommentare und unter allen richtigen Antworten verlosen wir dann insgesamt 3 Gravitrax Microsets für euch, sobald sie dann auf dem Markt sind. Vielen Dank, Amelie, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr und dann würde gerne. ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.